Spät in der Nacht kehrt Stille in das Makena-Wildtierreservat ein, nur die Lichter der Rangerstation erhellen die verlassene Schotterstraße. Sanfte Brisen strichen über die kurzen, grünen Wiesen, die mit trockener Erde durchsetzt waren, und trugen den vertrauten Duft der Wildnis mit sich. Plötzlich tauchte eine Löwin am Rande des dunklen Waldes auf und versetzte die Ranger sofort in Alarmbereitschaft. Eines seiner Augen war völlig blind, was eine deutlich sichtbare alte Narbe auf seinem schmutzbedeckten Gesicht hinterließ. Der Löwe stand still und zeigte im Gegensatz zu früheren Begegnungen keinerlei Anzeichen von Knurren oder Aggression. Sein verbliebenes Auge starrte mit einem ungewöhnlich ängstlichen Ausdruck direkt auf die Rangerstation. Daniel Moköna erkannte schnell, dass das Verhalten des Löwen keinem normalen Eindringen ähnelte. Es näherte sich niemandem und bedrohte auch niemanden, es blieb einfach stehen und beobachtete aus der Ferne. Die aufrechte Haltung deutet auf anhaltende Erschöpfung und Stress hin. Nach einigen Sekunden der Stille wandte der Löwe seinen Kopf in Richtung des dunklen Waldes. Bevor es verschwand, drehte es sich noch einmal um und blickte die Parkwächter an, als wolle es verzweifelt um Hilfe flehen. Daniel und Lukas hielten einen sicheren Abstand zu der Löwin, um ihre wilden Instinkte nicht zu provozieren. Sie trugen keine Waffen, um anzugreifen, sondern beobachteten lediglich mit wachsamen Augen und höchster Konzentration. Daniel erkannte, dass dieser Löwe schon vor vielen Jahren in den Aufzeichnungen des Reservats aufgetaucht war. Es wurde einst bei einer Jagd schwer verletzt und verlor dabei ein Auge dauerhaft. Sein aktuelles Verhalten unterscheidet sich völlig von dem eines Löwen auf Nahrungssuche. Der Löwe blickte immer wieder in die Tiefen des Waldes, als ob ihn etwas beunruhigte. Lukas flüsterte, dass sein Kind sich höchstwahrscheinlich in ernster Gefahr befinde. Daniel begriff, dass dies ein seltener Hilferuf eines wilden Tieres sein könnte. Er beschloss, dem Löwen zu folgen, um herauszufinden, was vor sich ging. Beide hielten einen sicheren Abstand, um dem Tier kein Bedrohungsgefühl zu vermitteln. Der Löwe führte langsam den Weg durch die Dunkelheit, seine Schritte von Angst erfüllt. Als der Himmel sich zu einem blassen Grau verfärbte, verließen sie die Rangerstation, um ihre Reise fortzusetzen. Der Morgennebel hüllt die kurzen grünen Wiesen ein, die von Flecken trockener, rissiger Erde durchsetzt sind. Die Löwin schritt voran, sie sah müde aus, aber immer noch entschlossen. Eines seiner blinden Augen war im Dämmerlicht der Morgendämmerung noch deutlich zu erkennen. Daniel und Lukas hielten einen Abstand von mehreren Dutzend Metern ein, um absolute Sicherheit zu gewährleisten. Sie wollten nicht, dass der Löwe das Gefühl hat, zu genau beobachtet zu werden. Der Löwe drehte gelegentlich den Kopf, um zu überprüfen, ob sie ihm noch folgten. Sein Gang verriet deutlich Angst und Eile. Vor uns erstreckte sich ein Gelände mit vielen großen Felsen. Inmitten der weiten Graslandschaften ragen tiefe Felsspalten empor. Aus der Tiefe des Untergrunds hallte ein schwacher, plötzlicher Schrei wider. Ein Löwenjunges war tief unter einer engen Felsspalte gefangen und konnte sich nicht selbst befreien. Lediglich sein Kopf und seine beiden Vorderbeine waren aus den Trümmern sichtbar. Sein kleiner Körper war mit Staub und trockenem Sand bedeckt. Seine unschuldigen Augen blickten voller Angst und Erschöpfung nach oben. Die Löwin stand am Rand der Grube und brüllte verzweifelt. Sein blindes Auge verfolgte weiterhin jede Bewegung seines Kindes. Daniel schätzte schnell den Gefahrengrad der Situation ein. Die Felsspalte ist zu tief, um sie ohne Hilfsmittel direkt zu erreichen. Lukas bereitete die Seile und die notwendige Rettungsausrüstung vor. Die Löwin blieb jedoch in der Nähe stehen, um ihr Junges zu beschützen. Die Anästhesie wurde zur obligatorischen Option, um die Sicherheit aller zu gewährleisten. Daniel hatte sorgfältig ein spezielles Betäubungsgewehr für große Wildtiere vorbereitet. Die Löwin blieb am Rand der Grube stehen und ließ ihr Junges nicht aus den Augen. Der Löwin wurde ein Betäubungspfeil in die Schulter geschossen. Es taumelte einige Sekunden lang, versuchte aber dennoch, sein Kind anzusehen. Wenige Minuten später legte sich die Löwin sicher hin. Lukas band ein Seil fest um das Löwenjunge. Daniel hob vorsichtig den kleinen Körper aus der Grube. Sand und Staub wirbelten auf, als sie den Löwen aus der Felsspalte zogen. Das Löwenjunge wurde schließlich aus dem Loch in Sicherheit gebracht. Seine Atmung ist noch schwach,
aber gleichmäßig. Sie brachten beide umgehend zurück zur Rangerstation, um sie weiter versorgen zu lassen. Das Rettungsfahrzeug raste die unbefestigte Straße entlang, um Mutter und Kind zurück ins Makena Wildtierreservat zu bringen. Die Löwin wurde zur Genesung in ein separates, sicheres Gehege gebracht. Das Löwenjunge wurde direkt in den medizinischen Bereich der Rangerstation gebracht. Die Tierärzte begannen mit einer gründlichen Untersuchung des Gesundheitszustands. Ein Tierarzt leuchtet dem Löwenjungen in die Augen, um seine Reflexe zu überprüfen. Andere untersuchten sorgfältig seine Beine und seine Atmung. Daniel stand da und beobachtete das Geschehen mit besorgtem und konzentriertem Gesichtsausdruck. Die Ergebnisse zeigten, dass das Löwenjunge leicht dehydriert war. Es wurden jedoch keine schwerwiegenden Verletzungen festgestellt. Es erhielt intravenöse Flüssigkeit und ruhte sich in einer sicheren Umgebung aus. Dann wurde es wieder in die Nähe der Löwin gebracht. Das Löwenjunge lag eng an seine Mutter im halbwilden Gehege der Rangerstation. Die Löwin weicht ihrem Jungen keinen Augenblick von der Seite. Sein blindes Auge blieb die ganze Nacht über auf das Kind gerichtet. Der andere Blick verriet deutlich tiefe Beschützerinstinkte und Besorgnis. Mit Einbruch der Nacht kehrte Stille in der Rangerstation ein. Die Löwin blieb wach, um über ihre schlafenden Jungen zu wachen. Hin und wieder leckte es seinem Baby sanft über die Stirn, als wolle es beruhigen. Das Löwenjunge wimmerte schwach im müden Schlaf. Daniel beobachtete das Geschehen aus der Ferne mit einem Ausdruck tiefer Rührung in den Augen. Er verstand, dass mütterliche Liebe alle tierischen Grenzen überschreitet. In jener Nacht schlief die Löwin kein Auge zu. Nach 3 Tagen Pflege hat sich das Löwenjunge deutlich erholt. Es rannte mit immer festeren Schritten um den Hühnerstall. Die Löwin stand neben ihrem Jungen und beobachtete es voller Stolz. Daniel und Lukas bereiten sich darauf vor, die Tore zum naturnahen Gebiet zu öffnen. Die Morgensonne schien auf die weite Wiese. Mutter und Kind verließen langsam den Käfig. Die Löwin drehte den Kopf und blickte ein letztes Mal zurück zur Rangerstation. Sein blindes Auge strahlte dennoch Widerstandsfähigkeit aus. Das Löwenjunge ging dicht an den Füßen seiner Mutter entlang. Gemeinsam marschierten sie dem Land der Freiheit entgegen. Das Makena Wildreservat hat zu seiner früheren Ruhe zurückgefunden.